Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Für mein Bild in Rakeltechnik, welches ich heute malen werde, benötige ich einen Hintergrund und dazu habe ich mir 4 Acrylfarben ausgesucht: das Ultramarinblau, das Saftgrün, das Preußischblau und eine helle Goldfarbe. Ich habe die Farben nach und nach flächig mit kurzen Pinselstrichen aufgetragen, sodass sie einen recht lebhaften Hintergrund bilden, und trockne den Hintergrund dann ganz sorgfältig mit dem Föhn an, denn wenn ich die erste Rakelschicht auftrage, möchte ich, dass der Hintergrund vollständig getrocknet ist. In der abstrakten Malerei lässt sich ganz hervorragend mit Kontrasten arbeiten. Und als ich meinen lebendigen Hintergrund für dieses Bild betrachtet habe, habe ich mir überlegt, dass ich erstmal ein bisschen Ruhe auf die Leinwand bringen möchte. Und deshalb habe ich zunächst das Hellrosa gewählt. Nach dem hellen Roséton habe ich mir einen etwas intensiveren Rosaton gesucht und habe zu dem Reflexrosé gegriffen und finde, dass die Farbe zum einen sehr gut zu dem hellen Rosaton als auch zu dem lebendigen Hintergrund auf der Leinwand passt. Die Leinwand ist übrigens 80 x 80 cm groß und zur Verstärkung hat sie auf der Rückseite ein Holzkreuz, was sich gerade bei diesem Bild sehr schön zeigt. Es ist aber nicht schlimm, dass sich das Ganze jetzt gerade abmalt, weil ich weiß, dass bei der Rakeltechnik so viele Schichten aufgetragen werden, dass das hinterher nicht mehr sichtbar ist. Ist dir aufgefallen, dass ich mein Rakelwerkzeug, seitdem ich das Reflexrosé benutzt habe, nicht mehr gesäubert habe? Das mache ich manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass die Farbe, die noch unterhalb des Rakelwerkzeugs ist, dazu passt. Teilweise ergeben sich durch diese Anwendung auch sehr schöne Farbmischungen. Die nächste Farbe, das Perlblau, habe ich ausgewählt, weil ich im Hintergrund die Farbe Ultramarin habe und die Farben unterstützen sich teilweise gegenseitig. Ich weiß natürlich nie, wie viel von dem Hintergrund am Schluss des Bildes noch zu sehen sein wird, aber ich glaube, dass dieses Bild grundsätzlich etwas anders aussehen wird als meine bisherigen Rakelbilder, und deswegen werde ich mal schauen, dass von dem Ultramarin der ein oder andere Farbfleck doch noch zu sehen sein wird. Nach den ganzen hellen Farbtönen benötigt mein Bild unbedingt etwas in einer dunkleren Farbe. Und auch hier möchte ich zu einem Blau greifen. Und zwar nehme ich das Preußischblau Phthalo. Das ist ein satter, dunkler Blauton, der ohne einen Unterton auskommt. Ich hätte in einer ähnlichen Farbgebung das Grünblau haben können, aber wie der Name schon sagt, wäre dort ein grünlicher Unterton dabei gewesen. Und auch wenn die Hintergrundfarbe grün hat, war das jetzt etwas, was ich mir zu diesem Zeitpunkt auf diesem Bild nicht habe vorstellen können. Für die nächste Farbschicht trage ich jetzt doch eine der Hintergrundfarben auf. Und zwar ist das helle Gold von Amsterdam Acrylics. Und die Farbe Gold ist eine Metallic-Farbe. Das heißt, sie wird hinterher schimmern. Und auch Teile von Farben
die sich mit dem Gold vermischen, werden hinterher ein bisschen zu einer Metallicfarbe. Was man jetzt gerade gut sehen konnte, ist, dass sich ja normalerweise Gelb und Blau zu Grün vermischen und wie ihr gesehen habt, geht das mit Gold auch. Das heißt also, wenn ihr die Metallicfarbe Gold mit einer blauen Farbe vermischt, erhaltet ihr eine grüne Metallicfarbe. Manchmal ist das ja ganz hilfreich, wenn man so etwas weiß, sodass man das auf den eigenen Bildern einsetzen kann. Das Einzige, worauf ihr beim Mischen achten müsstet, ist, von der dunkleren Farbe am Anfang nicht zu viel dazu zu geben, weil die dunkle Farbe das Mischungsverhältnis sehr schnell kippen lässt. Der ein oder andere wird es schon mit Schwarz festgestellt haben, ein kleiner Farbtupfen Schwarz reicht meistens schon aus, um eine Farbe abzudunkeln. Wenn man zu viel davon nimmt, hat man fast reines Schwarz, weil Schwarz alle anderen Farben schluckt. Der hohe Goldanteil auf diesem Bild ist mir ein bisschen zu viel, weil ich momentan auf der einen Seite diese dunkle preußisch-blaue Fläche habe und auf der anderen Seite das helle Gold. Und neulich hatte ich ein Bild gemalt, bei dem ich das Gold und das permanent blau-violett eingesetzt habe. Und mit Hilfe des permanent blau-violetts gebe ich jetzt der Leinwand etwas von dem Dunklen wieder. Und kurz darauf verwende ich das hellrosa vom Anfang, um bei diesem dunklen, permanent blau-violett wieder etwas Helligkeit reinzubringen. Der Unterschied ist aber, dass das Gold Metallic jetzt viel weiter in den Hintergrund tritt und die helle, hellrosa Farbfläche in den Vordergrund tritt. Dazu habe ich jetzt ein Pendant auf der anderen Seite. Dort, wo die dunkle preußisch-blaue Fläche ist, habe ich vorhin, ohne es besonders zu bemerken, ein Stück Fläche in Perlblau gerakelt. Apropos Perlblau, das wird jetzt auch die nächste Farbe sein, die ich auf die Leinwand bringe. Und wir nähern uns jetzt langsam der Detailarbeit auf dem Bild. Das heißt, es wird jetzt geguckt, wie ist das Gleichgewicht von den Farben. Wo habe ich als Künstler das Gefühl, es fehlt noch etwas? Und ich beantworte mir dann auch die Frage, was ich unbedingt auf dem Bild stehen lassen möchte. Und so nähere ich mich dann ganz langsam der Version an, die ich hinterher als fertiges Bild betrachten werde. Der ein oder andere hat vielleicht gemerkt, dass ich mein Werkzeug nicht gewechselt habe, auch wenn ich zum Schluss kleinteiligere Flächen bearbeitet habe. Nach der letzten kleinen Fläche, die ich in Perlblau in die Ecke gesetzt habe, habe ich mich dafür entschieden, dass das Bild fertig ist. Und deshalb gehen wir jetzt mit der Kamerafahrt einmal über das noch nasse Bild und schauen uns die einzelnen Partien an, die einzelnen Farben. Und ich habe es auf diesem Bild auch wieder sehr viel mit Inseln zu tun. Teilweise kann ich dort bis auf die Hintergrundbemalung zurückgucken. Und an manchen Stellen habe ich es auch mit Farbschlieren zu tun, wo sich die ein oder andere Farbe mit einer darunterliegenden Farbe sehr schön gemischt hat.
Bei der Kamerafahrt über das getrocknete Bild zeigt sich in dieser Ecke, was für einen wunderbaren Schimmer das Perlblau auf die Leinwand bringt und was für ein tiefer, dunkler Ton das preußisch-blau Phthalo im Grunde genommen ist, wenn es nicht gerade dazu neigt, ein bisschen transluzent zu sein. Auch hier sehe ich, wie die Farbschlieren aufgetrocknet sind, und ich finde es wunderbar, dass diese helle obere Farbschicht abgelöst wird von den Inseln, die teilweise an dieser Stelle metallisch grün hindurchschimmern. Und das, was im Moment sich hier etwas gelblich präsentiert, hat einen wunderbaren goldenen Schimmer, der auch hier wieder ins leicht metallisch grüne übergeht. Ihr werdet die Farben gleich noch einmal sehen, wenn das Bild an der Wand hängt. Ich habe bei diesem Bild länger dafür gebraucht, mich zu entscheiden, wie ich es euch an der Wand zeige, denn es ist verrückterweise so, dass das Bild in alle Richtungen funktioniert. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass der goldene Schimmer im Grunde genommen links oben ist und dass ich sozusagen auf der Fläche auf 3 Uhr meine dunkle preußisch-blaue Fläche habe. Im linken Bereich habe ich dann die helleren Flächen, die teilweise mit dem Perlblau gemacht worden sind und teilweise mit dem permanente Blau-Violett. Und auf der rechten Seite habe ich dann Anteile von dem Reflex Rosé, die vorhin bereits erwähnte dunkle Fläche aus dem Preußisch-Blau und oben im rechten Teil des Bildes wieder ein Stück Perlblau. Ich denke, dass das Bild ein wenig anders ist als die Bilder, die ich euch in der letzten Zeit gezeigt habe. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen konstruktiven Kommentar unter dieses Video schreibst. Ich würde mich auch freuen, wenn dieses Video ein Like erhält. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.